Bosni i Hercegovini sve što dodirneš je srpsko, hrvatsko ili bošnjačko. Still there are some tensions between people. I mean, they notice like, here's Muslim and you're not from here, you go somewhere else, or they just kick him in the face, stuff like that. Mostar ist sehr krass, die Touri-Stadt, so hier eine alte Brücke, wo die Typen runterspringen und so und Bazar, dies, das. Aber die Stadt ist trotzdem auch geteilt, das wissen vielleicht die wenigsten. Die eine Seite ist muslimisch-bosniakisch, die andere Seite ist kroatisch, so, ja. Und das ist das Setting seit dem Krieg, seit nach dem Krieg. Die einen sind da, die anderen sind da. Also es gibt bosnische Serben, die nationalistisch eingestellt sind. Es gibt bosnische Kroaten, die nationalistisch eingestellt sind. Und es gibt Bosniaken, die nationalistisch eingestellt sind. Und in der Regel mögen die sich nicht so gerne. Und nach dem Krieg haben die das Land untereinander aufgeteilt. Also Bosnien-Herzegowina hat so viele Einwohner wie Berlin. Und es hat 180 Minister, es hat 2 Landesteile, es hat einen unabhängigen Landesteil. Einer der beiden Landesteile ist nochmal in 10 Kantone getrennt. Wenn du irgendwas willst, weißt du eigentlich nicht, wer wann was zu sagen hat. Was ist der wichtigste Grund, weshalb so viele Menschen noch Lust auf Nationalismus, auf Ethnie, auf Religion haben hier in Bosnien-Herzegowina und hier ganz besonders in Mostar? U Bosni i Hercegovini sve što dodirneš je srpsko, hrvatsko ili bošnjačko. Dakle, kad imaš cijeli sistem koji ti govori da je tako sve podijeljeno, onda je jako teško ljudima, pogotovo mladim ljudima, prelomiti taj sistem i reći ok, mene ne interesira si ti Hrvat, Srbin ili Bošnjak. O tome niko u Bosni i Hercegovini ne govori. Ovdje je, kao što sam rekao, sve podijeljeno na 3, podijeljeno na nacionalne skupine i tako ti mladi ljudi odrastaju. Also grundsätzlich ist es natürlich schwer zu messen, was Leute wie Husso so erreichen können. Alleine die Tatsache, dass es das gibt, ist immens wichtig für diese Stadt, um zu sehen, es gibt eine andere Realität außer der Entweder-oder-Sache, entweder Bosniake oder Kroate. Das Abrašević ist der einzige Laden in diesem ganzen Land, der so aussieht. Und es gibt größere Städte. Und es gibt Städte, in denen es mit dem Nationalismus nicht ganz so krass ist. Aber ausgerechnet dort, in Mostar, wo das mit dem Nationalismus so krass ist, hat sich dieser Laden herausgebildet. Und ich glaube, das hat einfach auch was mit Widerstand zu tun. Es hat damit zu tun, dass wenn du in Mostar aufwächst, stehst du irgendwann vor der Entscheidung zu sagen, ey, also entweder ich füge mich diesem ganzen Nationalismus hier oder ich habe keinen Bock drauf. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist das Abrašević ein Ort, an den du gehen kannst. West-Mostar ist der kroatische Stadtteil, das wissen wir ja schon. Hier ist das Stadion, der Verein ist auch kroatisch. Wir haben gerade eine Stunde ungefähr mit dem Chef der Ultras, der Huls von dem Verein, gesprochen, von Zrinski. Und die Sache ist, es ist ein kroatischer Verein in Bosnien und Herzegowina und die Fans sind überzeugte Kroaten. In dieser Kneipe hattest du halt ein paar Glatzen, Thor Steiner Klamotten, schon so Jungs, wo du dich fragst, wie die es quasi halten mit dem Nationalismus. Und die sind einfach knallharte Kroaten. Wirklich in die Kamera sagen will das keiner.
Ich bin da angekommen im Vorgespräch. Die haben mich gefragt, wo kommst du gerade her? Und ich kam von der alten Brücke, also da von dem Teil, wo die Bosniaken leben hauptsächlich. Und dann meinten die zu mir, ach so, du kommst gerade von diesen IS-Terroristen hier rüber zu uns, ja? Ja, da drüben sind die Moslems, um die sollten wir uns wieder kümmern. Das sind so Sätze, die du hörst, wenn du halt keine Kamera drauf richtest, sondern ein Bierchen mit denen trinken gehst. Ajde, to su 5 rečenice. Zašto navijaš za Zrinski Mostar? Ne. Die haben keinen Bock. I mean, the most problem are the hooligans here, you know, the football hooligans. They're doing a lot of bad stuff here. Did you do one of those? Yeah, I did the right ones. The right ones? Yeah. So that's the pineapple. Your tag name is Ananas. Ananas, yes. There are some places, I mean, everyone can go everywhere, you know, it's not like that, but still there are some tensions between people. I mean, they notice like, oh, here's Muslim and you're not from here, you go somewhere else, or they just kick him in the face, stuff like that. And the problem is also that politicians are with the hooligans, you know. So if they're like choosing who's gonna be now like leader, stuff like that, there's going to be problems with hooligans, there's going to be fights. And Luca ist gegen diesen ganzen Nationalismus. Der hat da keine Lust darauf. Er hat auch mehrere Murals, in denen er das thematisiert. Wir waren ja mit ihm oben auf dem Dach. Und da ist eins, das hat er nicht gemacht, aber auf dem Dach oben steht auf Bosnisch Teile und herrsche. Und er findet, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was in Bosnien-Herzegowina passiert. Und als Kritik auf dem höchsten Gebäude in der Stadt fand er das gut. Wir gehen jetzt zu der jüngsten Politikerin im Parlament von Bosnien und Herzegowina, 2. Stock, Maya Gazal heißt sie. Die treffen wir jetzt und sie spricht Deutsch. Das ist Kinga. Das ist King ist es. Hier wird quasi nicht nur viel geredet, sondern auch echt viel geraucht. Und an jedem kleinen Tisch ist so ein Aschenbecher. Das ist Wahnsinn. Das ist wie in so eine alte Kneipe, keine Ahnung, so eine Bahnhofskneipe reingehen, wo 30 Jahre lang nur geraucht wurde. Ziehen immer so eine Show ab, wenn Ausländer da sind. Ich check das auch nicht. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Guten Tag, ja. Wie geht's? Samin Kames, gut. Ja, nach Dayton Agreement oder Abkommen hätten wir unser System weiterbilden sollen, sowohl politisches System als überhaupt System des Staates. Aber dazu sind wir nie gekommen, weil wir eine Gruppe der Politiker haben, also immer dieselben eigentlich Politiker, die aus dieser ethnonationalen Korpus kommen. Und die sind sehr gut integriert in Korruption, Kriminal und eigentlich... Da kann man auch gut integriert sein. Das ist eigentlich ja, hier klappt es also sehr gut, weil sie haben so eine Vertikale, wenn sie auf dem auf der Oberstufe von dem Staat sind und wenn sie das alles jetzt durchziehen in eine Vertikale, damit sie Leute beschäftigen, damit sie eigentlich alle anderen Leute, die keine andere Wahl haben, so abhängig machen von der Partei oder von diesem parteilichen System, dann sieht man, dass wir eigentlich 21 Jahre so nur in einem Zustand stehen, der gar nicht mehr so gut auszuerhalten ist. Wenn gesellschaftlich und politisch in diesem Land alles so festgefahren ist, dann wäre eigentlich Europa an der Reihe und müsste es jetzt callen und sagen so, hey, das mit eurem Nationalismus, das könnt ihr unter euch ausmachen, aber wir hätten da was für euch.
Und zwar die Möglichkeit, dass ihr als europäische Nation geltet. Was muss noch passieren, dass durch eure Arbeit sich Mostar wieder dem annähert, wie du es vielleicht auch aus deiner Jugend kennst? Sve, u stvari sve. Mi moramo nanovo sa tim mladim ljudima, sa tim zajednicama novim koji nastaju, smišljati načine nove mogućnosti. Ni sada nije kasno. Moramo smišljati takve zajednice koje će biti inkluzivne, ne ekskluzivne. Moramo smišljati takve zajednice koje će omogućavati svakom pojedinačnom čovjeku, bez obzira koliko novca ima u džepu, koliko novca ima u novčaniku, da se bavi onim što najbolje zna. Znači, mogućnosti ovdje pružamo i zato je Abrašević različit od svega. Der bekommt seit 25 Jahren mit, dass es in diesem Land nicht vorwärts geht. Und der setzt sich dann trotzdem mit dir hin, redet mit dir und sagt, hey, es kann Hoffnung geben. Es kann besser werden. Wir müssen nur daran arbeiten. Wir müssen selber eine Idee haben, wie möchten wir in dieser Stadt leben und daran müssen wir arbeiten.